Also prinzipiell dachte ich immer, dass ich davon nicht betroffen bin. Mein Opa ist zwar an Krebs gestorben, aber vor meiner Geburt. Und dann kam es so plötzlich, eben bei meiner Freundin, bei der Schwester von Matthias, in einem Alter, wo man nicht dran denkt, wenn man es irgendwo als Krankheit des Alters hat, obwohl man St. Anna kennt. Und sie war 33, ich war damals noch unter 30. Und das ging dann so Schlag auf Schlag innerhalb von einem halben Jahr, von Diagnose bis leider Gottes zum Tod, wo man dann gar nicht mehr rauskommt. Also von unbetroffen auf 100 rauf in die ganze Materie quasi. Der erste Tipp ist einfach der, so unangenehm es ist die Vorsorge und nicht erst ab einem Alter, wo es offiziell gesagt wird, sondern wie man eben gesehen hat, schon weit früher. Seitdem bin ich ständig meine Muttermale kontrollieren, alle halben Jahre. Und auch wenn ich keine Freude habe, bin ich beruhigter. Das würde ich wirklich anders machen, schon früher. Und dann habe ich natürlich dieses, wie geht man damit um? Nicht in irgendwo ein schwarzes Loch reinfallen, sondern positiv denken. Es passieren einfach schreckliche Dinge. Man kann sie leider nicht abwenden und wenn man das eben nicht kann, versucht man das Beste draus zu machen. Und ich habe einfach als dritten Tipp dieses nicht Angst haben, offener sein, auf den Menschen zugehen und sich trauen, auch wenn es einem unangenehm ist. Man kann ruhig auch sagen, du, ich weiß nicht, wie ich mit dir jetzt umgehen soll, hilf mir bitte. Und da hätte ich schon viel anders machen können, wenn ich einfach mutiger gewesen wäre. Also meine Geschichte ist, abgesehen davon, dass sie ganz normal war, bis ich 18 war, so richtig stinklangweilig mit super in der Schule, dann ging es bei mir auf einmal rund. Mein Vater ist gestorben, von heute auf morgen Herzinfarkt. Dann war die Tanzschule, meine Mutter hat zu mir gesagt, du musst, ich kann nicht allein. Ich wollte eigentlich Anwalt werden, Jus studieren, habe ich probiert, Zeit war zu wenig. Dann war ich in der Tanzschule sehr glücklich. Dann kam die Geschichte mit der Katharina, worauf wir gesagt haben, wir wollen da nicht so richtig bildlich im Grab ihr nachschauen, sondern wir wollen da was draus machen. Dann kam Dance Against Cancer und dann war sowieso alles anders. Dann habe ich alles gelernt, wo ich mir immer gedacht habe, ja, Bälle haben wir alle schon gemacht, das kann nicht so schlimm sein. Dann kam aber dazu, wie gehe ich mit Medien um, wie gehe ich mit Prominenten um, wie mache ich das überhaupt, dass ich die Spenden richtig sammle und das auch richtig deklariere. Und seitdem ist mein Leben auch öffentlich geworden, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann nicht mehr ungeschminkt zum Biller gehen, ohne dass ich mich nicht dreimal geniere. Und ja, eigentlich bin ich aber irrsinnig froh, dass diese Wendung genommen hat, weil jetzt glaube ich, dass ich sein kann. Also mein eigener Weg, ab da, wo es Dance Against Cancer gab, war natürlich irgendwo mit Krankheit, wenn es auch andere betroffen hat, irgendwo gesät. Und es hat dann schon für mich viel zum Nachlesen, zum Nachfragen gegeben und auch zum Verstehen dieser Menschen, bis ich dann meine eigene Diagnose gekriegt habe, 2010. Die nicht Krebs war. Wir hatten zwar kurz Hirntumor, aber das wurde dann recht schnell ausgeschlossen. Und dann verstehst du die Menschen wirklich. Dann weißt du diese Warterei, diese Nichtsagen von den Ärzten, diese mitleidigen Blicke und dann die Diagnose MS, wo du quasi ins Gesicht geknallt kriegst, unheilbar, ohne dass du vorbereitet bist. Und ab da war es dann so, wo ich gesagt habe, es ist umso wichtiger, dass wir das machen. Es ist eigentlich egal, welche Krankheit. Du sitzt im Schock und wirst heimgeschickt. Also bei mir war das so. Und da war es dann so, wo ich zu Matthias gesagt habe, wir müssen das Projekt Dance Against Cancer eigentlich machen, weil du eigentlich nicht aufhören kannst. Das ist irgendwo eine Verantwortung, eine positive Verantwortung. Und das hat mich sehr geändert, auch in den Dingen des Alltags. Ich sehe alles viel lockerer. Es ist so viel anders, Dinge, die mich früher aufgeregt hätten oder andere Menschen, die irgendwie hinterm Rücken reden. Das wird dir so egal. Und es ist der Fokus einfach auf für dich wichtige Dinge, die dich selber betreffen. Also die Eigenliebe ist zwar Egoismus, aber ist eine ganz wichtige Geschichte geworden. Und natürlich auch das Umfeld, wo man sagt, mehr die Augen öffnen und einfach die versteckten Dinge auch versuchen zu sehen. Ja, also wie die Diagnose von der Katharina damals war für mich, das so blöd es jetzt klingt, klar, dass die gesund wird. Also es war für mich nicht in einer Sekunde denkbar, dass das anders endet. Und wie es halt dann passiert ist, habe ich einfach gemerkt, wie
die Menschen, die Familie, eben die Geschwister, die Eltern, wie die alle wirklich so leiden, dass ich mir gedacht habe, das ist für mich eine Herausforderung, aus dem ganz Tragischen, was du nicht ändern kannst, was Positives zu machen und eben diesen Ball zu tun. Und der war dann eigentlich die größte Herausforderung von allen Herausforderungen, weil es war für mich so ganz anders. Und auch dann Dinge, die privat waren, die auf einmal durch den Ball nicht mehr privat waren. Und die letzte Herausforderung war dann natürlich, das Ganze zu verändern, weil die Idee und der erste Ball war zwar sehr gut, aber halt nicht so für die Zukunft geplant und auch nicht gedacht. Und dann jedes Jahr, und das machen wir jedes Jahr, nach dem Ball zu sagen, was war gut, was war schlecht, was verändern wir, was wollen wir als nächstes machen. Oder auch von der Krebshilfe, bitte macht die anderen Bundesländer mit, wo ich dort gesessen bin und mir gedacht habe, der eine Ball stresst mich schon, weil es ja alles ehrenamtlich ist. Niemals. Und dann sitzt du 2 Jahre später und hast einen Ball in Niederösterreich und planst einen Ball in Oberösterreich. Ich würde jedem empfehlen, mit den Menschen zu reden, eben ohne Scheu, sondern wirklich sagen, darf ich dich das jetzt fragen, weil wenn nicht, dann sagt er eh nein. Und dann sagen, wie kann ich dir helfen? Probier mal das aus oder willst du drüber reden? Hilft dir das, dass du einfach das sagst und dass jemand zuhört? Oder eben wie bei anderen, geh mal einfach Kaffee trinken und red mal echt über alles Mögliche, nur genau nicht über das. Und da ist eben jeder anders. Und wenn man mit den Menschen so einen Weg gefunden hat, dann ist es auch eigentlich wirklich toll und es ist dann auch nicht mehr im Vordergrund, weil das Gespräch oder einfach das Weggehen und wenn es auch eine Party ist, im Vordergrund ist. Und einem selber hilft es auch, weil ich habe leider schon viele Menschen verloren und ich habe jetzt keine Angst mehr davor, weil es gibt diesen blöden Spruch, du kommst aus dem Leben eh nicht lebend raus. Also mach genau in der Zeit, was dir Spaß macht und darauf hänge ich es auf. Also nicht jetzt auf die Dauer, sondern auf die Intensität, wie du es nützt. Das Erste, was ich getan habe, war optisch, weil wenn ein Auge blind ist und das andere das ausgleicht, kann man sich nicht gescheit schminken. Und das ist jetzt zwar das Unwichtigste, was es eigentlich gibt, aber für Frau, wenn du schon schlecht drauf bist und einfach scheiße ausschaust, habe ich mir gedacht, nein, haben mir die Wimpern, das habe ich nach wie vor, einsetzen lassen, weil damit habe ich gleich super ausgeschaut, ohne irgendwas anderes. Und haben mir dann gedacht, so, gehe auch für mich jetzt shoppen, habe für mich dann gesagt, gut, optisch ist es jetzt einmal, habe mich in den Tanzsaal gestellt mit einem ganz, ganz lieben Tanzlehrer von mir und habe gesagt, du trainierst jetzt mit mir. Und das war hardcore, weil ich habe ja einen Weltrekord in den meisten Umdrehungen in 1 Minute und ich konnte keine einzige Drehung mehr stehen. Und versuche alles positiv zu sehen. Geht nicht immer, ich ärgere mich natürlich manchmal und bin manchmal grantig, aber es hilft mir wahnsinnig, dass ich sage, für mich ist die Welt offen und nicht irgendwo ein Druck von oben. Also sehr, sehr viel Gutes. Ich habe extrem viele neue Menschen kennengelernt. Früher war ich schon, ja, als Tanzlehrer bist du offen und lernst viele kennen, aber es hat sich total verändert. Ich habe ein Netzwerk an Menschen, die mich beeindrucken, wo du viel, viel lernen kannst und einfach, wo du dir gegenseitig hilfst. Und das hat sich, glaube ich, am meisten entwickelt, diese gegenseitige Hilfe. Auch von meiner Seite, wenn Menschen mir nicht gut tun. Ich habe dieses klassische Bauchgefühl. Ich weiß wirklich nach einem Gespräch schon, ist nicht mein Fall. Muss nicht sein, dass es ein schlechter Mensch ist, aber einfach nicht mein Fall. Und am Anfang habe ich noch nicht so ganz drauf gehört. Jetzt mache ich es 100%ig, weil es mir nichts bringt. Und da habe ich einfach Situationen und Sachen erlebt, wo ich jedem empfehlen kann, die Leute, die du kennst, sind ganz, ganz wichtig, Freunde, überhaupt kein Thema. Aber noch wichtiger sind auch, lernen neue Menschen kennen, versuch's wirklich auch anzusprechen und komm dir nicht blöd vor und erweiter dein Netzwerk, soweit es geht.